Rita ist gerade etwas verblüfft gewesen, da sie irgendwie ihren Fiat 500 nicht ganz richtig zusammengebaut hat. Wir haben den Fehler jetzt aber noch nicht gefunden und Jetzt sag das doch er nicht. wird dann noch berichtigt. Wie ich eigentlich das Video starten wollte, wäre gewesen, dass Rita manchmal Entscheidungen trifft, ohne mich davon in Kenntnis zu setzen. Und Das, immer Gute. das sind meistens gute Entscheidungen und auch hier Lob an dieser Stelle. Hier war es eine sehr gute Entscheidung. Danke. Nicht nur, dass sich Rita im Frühling diesen Jahres den Fiat 500 gekauft hat, da sie auch in echt einen Fiat 500 Richtig. fährt, ein bisschen Zwar einen einen moderneren. roten. Ja, und einen neueren. Ja. Aber gut. Aber wie Lego das Set auf den Markt gebracht hat, war natürlich sofort klar, dass dieses Set Natürlich. her muss. Das ist gar keine Frage. Passt natürlich jetzt nicht unbedingt in unsere Stadt, aber so als Ausstellungsstück fürs Regal ist es Genau. durchaus geeignet. Ihr habt das Set bestimmt schon gesehen. Wir brauchen es euch jetzt nicht im Detail zeigen. Es ist ein wirklich sehr putziges Set. Wenn ihr das Set nicht gesehen habt, dann bitte seht es euch an und eigentlich sollte auch das, genauso wie das Disney Castle, jeder zu Hause haben. Es ist auf jeden Fall eines, ich kann das nur unterschreiben, es ist mein erstes oder unser erstes Creator Expert Fahrzeug gewesen. Und ja, ich finde die Bautechnik extrem cool. Das Set hat ein paar ganz nette Funktionen. Ich mag die Farbe sehr gern hier mit diesem Ist übrigens- hellgelb. Ist das nicht ziemlich genau die gleiche Farbe wie dein Haus? Ist es, ja, richtig. Ah. Mein Elternhaus in der Lego-Stadt Genau. hat auch dieselbe Farbe. Warum wir euch heute aber diesen alten Fiat nochmal zeigen und vor die Kamera gezerrt haben, ist nicht, weil wir euch das Auto als solches zeigen wollten, sondern Rita, sagen wir so, wir haben ja schon des Öfteren mal gesagt, dass wir unsere Stadt ein bisschen beleuchten wollen. Viele von euch wollen das ja auch. Die haben schon gefragt, wann wir das endlich machen. Wir haben schon sogar mal mit Bob Brickman darüber gesprochen. Er hat uns da ein paar Tipps gegeben, wie wir das am besten machen sollen. Und ja, ziemlich genau zur selben Zeit, das war irgendwo so im März wahrscheinlich, haben wir mal probehalber ein Beleuchtungskit von der Firma Light Go bestellt, Ja. die so vorgefertigte Sets für Lego Bausteinkästen zusammenstellen. Vorweg gesagt, sehr praktisch. Sehr nette Leute, die dahinter stehen. Kritikpunkt, es hat ewigst gedauert. Also ewigst drückt es nicht mal annähernd aus. Natürlich mit Corona, verständlich. Aber wie lange? Ich glaube 3-4 Monate. Ja, wir haben das gewartet. Set irgendwann bestellt, wie der Fiat ganz neu war. Das war wahrscheinlich Anfang März und gekommen sind die Sets. Wir haben mehrere davon bestellt, mehr dazu dann später. Die sind gekommen jetzt Anfang Juli. Also ich weiß nicht, ob das an Light Go gelegen hat oder an den Versanddienstleister, keine Ahnung. Wir waren öfters mit denen in Kontakt. Sie wussten auch nicht, wo das Set ist. Jetzt ist es da. Und es sieht formidabel aus. Also nur falls ihr euch auch sowas bestellen wollt, einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen. Genau, ja. Ich würde sagen, du zeigst uns gleich mal, was das Set so drauf hat und dann schauen wir uns im Detail an, was da gemacht wurde. Also das ist wie gesagt ein vorgefertigtes Set. Bis zum letzten Stecker und Kabel ist dann alles so in so kleinen Jausendosen drin. Das finde ich sehr ansprechend. Die Anleitung bekommt man dann entweder als YouTube-Video oder als PDF. Also das ist auch kein Problem. Der Umbau hat, das war unser erstes Set, was wir umgebaut haben, ungefähr 1 Stunde gedauert. Ja, weil wir natürlich auch noch keine Profis Wir waren. wissen ja noch nicht so, wie das funktioniert, aber ich weiß gar nicht, ob man das bei unserem hellen Studiolicht jetzt so gut sieht. Müssten wir eigentlich mal kurz abdrehen. Moment. Mach mal romantisch hier. Genau. Also, es ist vorne auf jeden Fall das Abblendlicht beleuchtet, dann hat er auch seine Blinker beleuchtet, Ja. was ganz cool aussieht. Dann haben wir im Innenraum, den man jetzt super sieht, weil er so super ausgeleuchtet wird. Der Auch Innenraum, noch ja, ein ist Licht. auch beleuchtet. Genau. Der ist ja so putzig. Also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr dieses Set nicht habt, dann bitte, bitte. Das braucht man. Ist wirklich ein sehr nettes Set. Auch das mit der Staffelei und dem Koffer, das gefällt mir auch sehr gut. Und hinten natürlich braucht man das auch, die Rücklichter. Genau, also die Bremslichter und auch die Blinker leuchten so hell wie die Sonne. Man kann gar nicht richtig hineinsehen, da man sich, nein, es ist natürlich
wirklich ein kleines LED-Lichtchen, was da drinnen ist. Ja. Und ich finde, es sieht total cool aus, überhaupt bei diesem Set, da das ja sowieso eher was für die Vitrine ist, wenn man das einschaltet. Ja. Und es ist jetzt nicht ganz hell, auch zum Beispiel draußen. Wir haben das Set in der Sonne zusammengebaut oder den Umbau vorgenommen und dann haben wir irgendwie doch ein bisschen enttäuscht geschaut, weil man es gar nicht so gesehen hat. Aber natürlich, man muss das unter adäquatem Licht anschauen. Und es funktioniert dann mit 3 von diesen ganz dünnen Batterien, das sind die Doppel-A oder Triple-A? Ich glaube, es sind diese Triple-A-Batterien, Triple-A. da kommen wir dann gleich noch dazu. Zuerst mal nochmal, wie das dann bei euch ankommt. Also das ist so eine kleine Dose, wo dann so Ziploc-Bags drinnen sind, die alle auch normalerweise entweder nummeriert sind oder wo hier steht, was da genau drinnen ist. Und dann könnt ihr euch mit Hilfe der Anleitung, die ihr per E-Mail zugeschickt bekommt, könnt ihr euch dann da von einem Bauschritt zum nächsten handeln. Man muss zum Teil wieder ein bisschen was demontieren. Beim Fiat waren jetzt eigentlich nur die Stoßstangen und die Motorhaube, die man runter tun musste. Aber das war nicht so schlimm. Ich habe schon gesehen, wir haben, wenn ich euch das verraten darf, Rita hat sich auch das Beleuchtungsset für das Disney Castle gekauft. Ja. Das sind dann solche Sets, also Steine, die schon entweder durchgebohrt sind oder angeklebt, wo dann die Kabel und LED-Dioden vorbereitet drin sind mit den Kabeln. Und das heißt, man zerlegt dann wieder ein bisschen was von seinem Set, baut dann diesen Stein aus und baut stattdessen, also den Originalstein baut man aus und man baut dann stattdessen diesen Stein hier ein, wo dann auf der Innenseite diese Leuchtdioden montiert sind. Dann muss man noch ein bisschen drauf aufpassen, dass man das Kabel schön verlegt und dann wieder zurückbauen in den Ursprungszustand. Dann wird alles noch gut verkabelt und das war's dann eigentlich. Interessant ist, dass beim Fiat, ich habe das jetzt nur so zusammengesteckt, da bleiben jetzt einmal 2 Plates übrig und diese Halterungen für die Frontlichter. Die wurden hier ja mehr oder weniger dann neu eingesetzt. Das waren originale Lego-Steine, die auch von Light Go verwendet wurden. Hier haben wir jetzt keine originalen Lego-Steine. Werden wir sehen, ob das dann einen Unterschied macht. Auf jeden Fall ist das alles sehr anschaulich präsentiert und funktioniert auch wirklich gut. Was hat denn das? Ich glaube 30 Euro oder 30 US-Dollar hat das gekostet. Ja. Also nur damit wir euch das dann nochmal zeigen können, wie das jetzt im Gesamten aussieht. Das heißt, wir haben jetzt natürlich hier auf der Rückbank die Batteriebox. Das sieht natürlich nicht ganz so hübsch aus. Mir hätte es besser gefallen, wenn die vielleicht im Fahrzeugunterboden irgendwo verstaut wäre, aber das kann man wahrscheinlich nicht machen, da sie zu groß ist dafür. Und ihr seht auch, hier sind dann überall Kabel, also man muss schon ein bisschen aufpassen, dass man die dann nicht abreißt, denn die sind auch sehr dünn, was natürlich auf der anderen Seite auch Sinn macht, da, wenn sie dicker sind, kann man sie ja nicht mehr zwischen die Lego-Steine verbauen. Ja. Hier zum Beispiel, wenn wir jetzt ist das jetzt eine gute Idee, was ich mache? Keine Ahnung, jetzt wird es gleich alles kaputt sein. Ich wollte euch nämlich nur zeigen, wie das hier mit den Frontlichtern funktioniert. Hier seht ihr das. Das heißt, hier ist diese kleine Pfanne oder was auch immer das für ein Teil ist, wo hier diese Frontlichter drauf sind und da haben die Jungs und Mädels von Light Go dann eine kleine Diode hineingebaut und dann setzt man das rein und macht da wieder zu und alles funktioniert. Hier irgendwas mit der Motorhaube dürfte da wirklich nicht in Ordnung sein. Ja, aber ich glaube, das habe ich irgendwie nachher nochmal ansehen. Es ist dann auf jeden Fall so, dass auch hier, hoppla, irgendwas passt da nicht. Im Motorraum, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, sind dann auch zum Teil die Kabel drin. Also da muss man dann ein bisschen aufpassen, dass man die nicht rausreißt. Ja gut, aber es ist ja nicht zum Spielen, auf jeden Fall bei uns nicht zum Spielen da, sondern es ist ja zum Aufstellen und schön ausschauen. Vollkommen richtig. Auf der Unterseite sieht es dann so aus, wir haben dann mehr oder weniger die Kabel, die von vorne kommen, von der Frontbeleuchtung
und die Kabel, die von hinten kommen. Und dann kommt noch ein Kabel, das war leider bei uns extrem kurz, deswegen haben wir das nicht richtig verbauen können. Das sieht man jetzt hier. Das ist die Beleuchtung, die hier im Dach verbaut ist. Für den Innenraum, da ist das Kabel einfach zu kurz. Also entweder man kann es hier unten nicht anstecken oder man sieht es hier. Jetzt haben wir uns für diese Variante entschieden, dass halt hier so ein kleines schwarzes Kabel durchsieht. Man sieht es ja kaum. Also wenn du weißt das natürlich, weil du das so super eingebaut hast. Ja, natürlich, was glaubst denn du? Hier unten sind auf jeden Fall dann die Stecker, die alle zusammenkommen bei diesem Hub. Und dann wird mit einem dickeren Kabel, welches zum Batteriekasten geht, die Stromversorgung gewährleistet. Lustigerweise ist in der offiziellen Anleitung davon die Rede, dass man dieses dickere Kabel hier einfach außen bei der Tür und dann hier beim Türgriff hineinlegen soll. Das finde ich aber jetzt nicht so gut. Ich habe das dann nochmal ein bisschen zerlegt und jetzt geht das Kabel hier schon unten in die Karosserie rein und man sieht es nicht mehr. Hast du gut gemacht. Sieht viel besser aus. In der offiziellen Variante ist es sogar so, dass die Batteriebox auf dem Vordersitz gelegt wird, aber die sieht man dann so und das gefällt uns irgendwie nicht so gut, haben wir das Gefühl. Nein. Ja. Aber du hast das super gemacht und ich bin echt super zufrieden damit. Mir gefällt es auch wirklich gut. Das war jetzt für uns nur mal so eine Testaktion. Denn wir haben noch 2 Sets bestellt eben. Von dieser Firma noch 2 Sets bestellt. Die werden wir jetzt dann mal verbauen und euch vielleicht auch zeigen. Und das Disney-Schloss wird beleuchtet. Und das zweite Set, jetzt was ich noch bestellt habe, hast du ja gesagt. Ich wollte eigentlich eine Überraschung draus machen. Aber das gut. Hast du doch selbst gesagt. Dass das Disney Castle beleuchtet wird, das war sowieso klar, früher oder später. Für uns, das ist außerdem vollkommen richtig, für uns soll das eigentlich jetzt nur mal ein, Lernprozess sein. Wir haben am Anfang nicht genau gewusst, wie wir die Beleuchtung am besten durchführen sollen. Genau. Light Go hat das sehr praktische und auch anfängerfreundliche Sets auf den Markt gebracht. Hier 30 Euro. Ich weiß gar nicht, was das Set beim Disney Castle gekostet hat. War auf jeden Fall ein bisschen teurer. Egal, auf jeden Fall ist es für uns mal ganz nett zu sehen, wie man das machen kann. Und man kann ja noch immer, zum Beispiel hier, das wird jetzt so bleiben, aber beim Disney-Schloss können wir ja noch immer die Kabel auch irgendwo unten in der Tischplatte verschwinden lassen und dann das alles durch einen zentralen, Angelpunkt irgendwie mit Strom versorgen, irgendwie mit einem Transformator oder sowas. Und die wichtigsten Sets sind dann halt schon mal beleuchtet und alles andere kann man ja dann machen, wie man möchte. Genau, also es gibt da auch sehr viele andere Lösungen, irgendwelche Do-it-yourself-Geschichten. Genau. Das ist jetzt mal zum Probieren. Würdest du sagen, dass die 30, ich glaube es sind 30 US-Dollar, was das Set gekostet hat? Oder nein, wir haben ja sogar einen Rabattcode gehabt, mit dem war es ja sogar noch günstiger. Sie haben öfters Angebote, also vielleicht einfach bei Instagram bei Ihnen reinschauen, bei die Light Go und dann einfach... Haben die uns nicht auch, ich glaube, um die 30% Rabatt gegeben auf die erste Bestellung, irgend sowas? Gut, dann wird das, ich glaube, ungefähr 20 Euro, was das Beleuchtungsset jetzt gekostet hat. Das ist in Anbetracht dessen, dass wir wirklich noch nicht gewusst haben, wie das funktioniert. Eben. Wir haben zwar schon einen Lötkolben und die ganze Geschichte, aber ob das dann so gut gegangen wäre... Und man will das ja nicht bei dem schönsten Set aller Sets ausprobieren. Und beim zweitschönsten auch. Genau, also wir sind auf jeden Fall jetzt mal zufrieden. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen, euch zu sagen. Was denn? Und zwar müsst ihr natürlich, wenn das jetzt dann so verkabelt ist und ihr bohrt nicht durch alle Steine durch, dass ihr ins Fahrzeuginnere kommt, sondern verlegt diese sehr dünnen, aber dennoch vorhandenen Kabel, die ihr hier seht, im Auto ohne die Steine durchzubohren, dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier bei der Stoßstange ist dann halt ein kleiner Spalt, den kann man zwar immer wieder hineindrücken, dann ist es wieder perfekt, aber wenn man ein bisschen mit dem Auto hantiert, dann geht das wieder so einen halben Millimeter heraus. Das liegt einfach daran, dass das Kabel darunter verlegt ist. Genauso hier ist uns schon ein paar Mal bei der B-Säule diese Fliese heruntergefallen. Die ist jetzt einfach auch nicht mehr ganz so fest drauf, wie sie mal war. Ja, aber wir stellen sie ja dann hin und dann... Ganz genau. Ich finde die Idee auf jeden Fall total cool. Mir gefällt es. Ich bin schon gespannt, wo das Set für uns Platz findet. Und sowas kann man auf jeden Fall mal machen. Es wertet auf jeden Fall die Lego-Sets total auf. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht in Bezug auf Beleuchtung? Uns würde interessieren, wie ihr das umsetzt, welche Lösungen es da gibt. Denn wir wollen ja
in etwas fernerer Zukunft mal einen Großteil unserer Stadt beleuchtet haben. Die Häuser, die Straßenlaternen und so weiter. Das wäre so cool. Wäre natürlich cool, ist jede Menge Arbeit, aber ja, wir versuchen jetzt gerade mal, uns ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen. Da war dieses Set hier wirklich, wirklich toll. Und ja, ich glaube, wir schauen uns jetzt noch an, wie wir das Problem mit der Motorhaube hinbekommen. Vielleicht war das auch mein Fehler, denn ich habe gestern unabsichtlich ein bisschen zu viel zerlegt beim Einbau des Leuchtkits. Und wobei ich sogar gelesen habe, dass die Motorhaube überhaupt bei manchen ein bisschen komisch ist, dass die eine Plate-Reihe weggegeben haben. Aber das ist nicht Thema des Videos. Schöne LED-Beleuchtung. Wir zeigen sie euch, während sich Rita von euch verabschiedet, jetzt nochmal in aller Detailliertheit. Oh ja. Ach ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei diesem Leuchtset und es gefällt euch genauso gut wie mir und ich glaube Christoph auch. Und ja, also ich denke mir, als Option, wenn man zum Beispiel nur ein paar kleine Sets hat, die man unbedingt beleuchten möchte, ist das auf jeden Fall eine Alternative, bevor man da jetzt alles anbohren anfängt und löten anfängt und das funktioniert nicht. Vielleicht seid ihr aber auch begabter als wir, wer weiß. Ihr könnt es ja uns in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht und auch welche Lötkolben oder sonstiges ihr da verwendet. Wäre vielleicht auch ganz interessant. Und ja, in dem Sinne werden wir uns dann verabschieden. Baut was Schönes oder beleuchtet auch was Schönes. Beleuchtet was Schönes, ja. Alte 9-Volt-Züge sind übrigens zum Teil schon ab Werk zum Beleuchten. Noch ein Grund, warum sie so toll sind. Kein Problem. Sie sind wunderbar. Wunderbar, hier muss man das alles nachrüsten. Ja, und dann sehen wir uns demnächst sicher mal wieder. Ich glaube auch. Tschüss.